Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal, hier bei Commike. Ich stehe hier im Keller unseres Hauses, welches im Jahr 1900 gebaut worden ist. Diesen Raum haben wir ausgebaut und haben uns hier eine Sauna, einen Spa-Bereich gebaut. Damit das funktioniert hat, müssten die Wände alle generalsaniert werden. Wir haben das von außen trockengelegt, den Fußboden neu aufgebaut, denn dieses Haus war nicht wirklich wasserdicht gewesen. Es hat kein richtiges Fundament. Die Räume sind deutlich trockener geworden, aber sie sind immer noch klamm und der Raum ist nicht wirklich beheizt. Aus diesem Grunde möchte ich eine Klimaanlage hier im Keller einbauen, und zwar diese hier. Ich möchte euch in diesem Video zeigen, wie man eine Klimaanlage grundsätzlich einbauen kann und zusätzlich der Frage auf den Grund gehen, ob sich das Ganze lohnt, ob sich das Ganze rechnet. Kann ich damit meine Sauna, meinen klammen Raum hier unten dauerhaft entfeuchten, die Luft einfach trockener bekommen und die Wände austrocknen, und kann ich zusätzlich hier eine kostengünstige Heizung betreiben? Wenn euch das interessiert, dann bleibt auf jeden Fall dran, denn genau darum geht es in diesem Video. Bevor ich euch nun zeige, wie ich das Innenteil der Klimasplitanlage dort oben an der Wand positioniere, den Durchbruch mache und wie ich Schläuche mit der Außeneinheit verbinde, noch ein kurzer Rückblick zum Werdegang dieses Raumes. Das war mal ein altes Waschhaus gewesen, ohne Dämmung, ohne gesonderte Maßnahmen. Die Wände sind mit knapp 60 cm bis 36 cm Stärke auch relativ dick. Es gibt hier kein richtiges Fundament. Das gesamte Haus ist 125 Jahre alt bzw. sogar noch älter und wurde einfach auf ein Sand-Kies-Gemisch gebaut. Die Feuchtigkeit kann von unten einfach hochziehen. Das Ganze wird noch erschwert, dass das Grundstück eine Art Lehmgrube darstellt. Bei viel Regen sammelt sich das Wasser und zieht einfach nur die Wände hoch. Um dem vorzubeugen, wurden die Wände von außen alle trockengelegt, eine Drainage verlegt, und zusätzlich habe ich hier unten in diesem Bereich oberhalb der Sockelfliese eine neue Horizontalsperre eingebaut mit Injektionsgräben. Wenn ihr wissen wollt, wie ich das gemacht habe und ob sich das gerechnet hat, schaut mal oben rechts in die Ecke, dort verlinke ich euch das Video zu diesem Thema. Zusätzlich haben wir hier in diesem grauen Bereich eine Infrarotfolie eingespachtelt. Diese Folien kann man an die Decke, kann man unter die Fliesen, aber auch an die Wand einspachteln, und mit Infrarotstrahlung wird alles, was angestrahlt wird, erwärmt. Das bedeutet, immer dann, wenn die Heizung an ist, wird die Wand erwärmt und drückt die Feuchtigkeit nach außen weg. Das mache ich immer dann mit meiner automatischen Schaltung. Wenn meine PV-Anlage einen Überschuss produziert, dann springt das Teil an. Ansonsten ist es aus, denn der Stromverbrauch wäre mir auf Dauer einfach zu hoch. Die Maßnahmen, die ich bisher getroffen habe, haben sich durchaus gerechnet, wie ich finde. Ihr seht hier an der Wand aufgeschrieben die Messwerte, die ich hier vor einigen Jahren aufgenommen habe. Und wenn ich heute mal nachmesse, ursprünglich 64 Einheiten, aktuell bin ich bei 48. Ich habe hier ursprünglich mal 70 gehabt, bin auf 44 runtergegangen. Oder hier ganz außen von 57 auf 46, 45 Einheiten. Also die Trockenlegung an sich funktioniert. Aber der Raum ist mit 77% bei 10 Grad immer noch sehr, sehr kühl, und irgendwo ist er auch klamm, und dem möchte ich entgegenwirken. Daher der Einbau einer Klimaanlage. Doch warum nun eine Klimaanlage in die Sauna einbauen? Nun ja, eine Klimaanlage kann deutlich mehr als einfach nur die Räume im Sommer zu kühlen. Sie kann nämlich auch heizen. Diese Klimaanlage arbeitet mit einem Heizfaktor 1:3, bedeutet 1 Kilowattstunde Strom generiert 3 Kilowattstunden an Wärmeenergie. Und ich kann den Raum zusätzlich auch noch entfeuchten, denn diese Klimaanlage hat eine Entfeuchtungsfunktion. Und diese beiden Funktionen sind für mich besonders wichtig. Ich möchte den Raum im Winter ordentlich aufheizen, um die Sauna gut nutzen zu können. Und zeitgleich möchte ich natürlich auch den Raum, so gut es geht, entfeuchten und diese Feuchtigkeit anschließend nach außen hinausführen. Hierzu werde ich das Innenteil der Klimaanlage, dieses obere Teil, an die Wand von innen anschrauben und werde dann in diesem Bereich ein relativ großes Loch durch die Wand bohren. Durch unsere vorgeblendeten Steine wird das relativ spannend, und ihr seht, Bohrmaschine und der große 63er Bohrer liegen schon bereit. Das wird ein richtiger Spaß werden. Die Außeneinheit wird dann natürlich auch noch installiert und beides miteinander verbunden mit den Schläuchen, mit der Kühlflüssigkeit. Stromversorgung muss mit dazu. Ich habe hier den Schlauch
für das Kondensat. Die Feuchtigkeit, die hier aufgenommen wird, soll natürlich nach außen abgetragen werden. Und all das möchte ich euch hier in diesem Video zeigen. Beginnen werden wir damit, dass ich die Montage-Rückplatte erstmal deinstalliere und mir anzeichne, wo genau die Inneneinheit platziert werden kann. Und das Loch werde ich auch schon mal bohren, um die ganzen Bauteile da durchzustecken. Bevor ich die Klimaanlage nun dort hinten an der Wand installieren kann, muss ich zunächst einmal für eine sichere und stabile Stromversorgung sorgen. Bei der Stromversorgung gibt es einiges zu beachten, denn diese erfolgt nicht über die Inneneinheit des Gerätes, sondern über die Außeneinheit. Das bedeutet, die Außeneinheit muss erstmal mit Strom versorgt werden. Bei dem Gerät, das ich hier habe, reicht vom Prinzip her ein ganz normaler Schokostecker mit einer entsprechenden Steckdose. Das Gerät zieht weniger als 3000 Watt im höchsten Betrieb, also mit einer normalen Absicherung seid ihr hier schon gut mit dabei. Der Hersteller hat ein kleines Kabel mit dazugegeben, das sind gerade mal 2 Meter. Mit diesem Kabel komme ich aber nicht weit, denn ich möchte das Gerät nicht außen anschließen, sondern ich möchte es innen mit Strom versorgen. Das bedeutet, ich muss zusätzlich zu diesem Kabel, was die Inneneinheit mit der Außeneinheit verbindet, ein zweites Kabel von der Außeneinheit wieder nach innen ziehen, um es hier an den Strom anzuschließen. Hier irgendwo wird mein Durchbruch erfolgen und von hier möchte ich nach oben in diese Zwischenwand gehen, ein Kabel hier durchziehen und hier oben habe ich schon etwas vorbereitet, und zwar eine Verteilerdose, wo ich die Klimaanlage mit Strom versorgen werde. Um sicherzugehen, dass der Stromverbrauch nicht zu hoch wird, um das Ganze zu tracken mit meinem Home Assistant, werde ich hier einen kleinen Shelly einbauen. Das ist der 1 PM. Damit kann ich das Gerät schalten, aber vor allen Dingen auch die Stromleistung messen. Das sind die Vorbereitungen. Nun werde ich die Konsole, diese hier, mit der die Inneneinheit befestigt wird, an der Wand anbringen. Und zwar so, dass die Klimaanlage mindestens 15 cm Abstand zur Decke hat. Das ist der Mindestabstand. Ansonsten werde ich das Ganze einfach mittig hier auf den Raum anbringen. Nachdem ich die Konsole hier angeschraubt habe, kann ich mir auf der Rückseite der Inneneinheit ausmessen, wo die Schläuche herausgehen. Ich habe ja dann den Abstand und kann sozusagen mir ja berechnen, wo dann das Loch für den Durchbruch erfolgen soll. Der Durchbruch muss mindestens 55 mm haben bei diesem Modell. Der Bohrer, den ich habe, hat 63 mm, sollte also auf jeden Fall reichen. Das Ganze mit einem leichten Gefälle nach unten, weg nach außen, damit das Kondensat, das Wasser, das sich ja sammelt, schön abfließen kann und nicht nach innen zurückläuft und hier vielleicht in die Bude hineintropft. Schauen wir uns den Anschluss der Kältemittelleitung etwas genauer an. Ich verwende hier das sogenannte Quick Connect System. Das bedeutet, dass die Leitungen, die ich hier verwende, bereits evakuiert sind. Da ist keine Luft mehr drin, da ist keine Feuchtigkeit mehr drin. Die Leitungen können direkt angeschlossen werden und ich kann ja das Kältemittel, das ich ja in der Außeneinheit bereits vorgefüllt befindet, einfach in den Kreislauf hineinströmen lassen. Kein Vakuumisieren, keine Vakuumpumpe und ähnliches. So verspricht es zumindest der Hersteller und so ist auch das Feedback von vielen, vielen anderen Kunden, die dieses System bereits verwenden. Ihr seht, die beiden Anschlüsse sind farblich kodiert, man kann das Ganze also nicht verwechseln, und wenn ich jetzt hier einfach mal die Schutzkappe aufmache, sieht man auch hier diesen Verschluss, der dafür sorgt, dass eben in diesem Bauteil keine Luft befindet, dass sich dort ein Vakuum befindet. Ich werde die beiden Leitungen, die dazu gehören, ausrollen, schön sachte ausrollen, keine Knicke machen. Dann werde ich sie hier anschließen. Das Ganze wird mit einer hohen Festigkeit angezogen. Wir reden hier von 35 Newtonmeter aufwärts oder eben sehr fest, so wie es in der Anleitung steht. Und dann werde ich die beiden Leitungen zunächst mit etwas Klebeband umwickeln, um das Ganze dann sehr gut durch dieses Loch hindurch zu bekommen. Zu diesen beiden Kältemittelleitungen kommt auch noch der Schlauch für das Kondensat. Der befindet sich hier hinten, hat hier seinen Ausgang. Dazu habe ich auch 2 Ersatzschläuche mitbekommen, die man hier einfach anklemmen kann. Das Ganze werde ich im Dreierpack zusammenheften bzw. zusammenkleben. Zusätzlich noch die Steuerleitung für das Außengerät und natürlich auch noch das Kabel, das ich ja neu gezogen habe, um überhaupt erstmal eine Stromversorgung sicherzustellen.
Mein Ziel ist es nun also, die Kältemittelleitung, den Kondensatablauf und die beiden Stromleitungen so eng zueinander zu wickeln, dass ich problemlos durch mein Loch, durch die Wand hindurchkomme. Um mir das Ganze zu vereinfachen, nutze ich zusätzlich eine Mauerwerksdurchführung. Im Paket war eine enthalten, allerdings nur 20 Zentimeter lang. Das ist nicht wirklich das, was ich hier brauche. Ich habe mir stattdessen eine längere geholt, die ich auch hier nutzen kann. Und das Besondere an dieser Variante ist die Außenseite. Ihr seht hier die Öffnung für die beiden Kältemittelleitungen. Links und rechts kommen die dann heraus. In der Mitte habe ich noch zwei Öffnungen für die Stromkabel und das Kondensat. Den Kondensatschlauch kann ich hier direkt nach unten rausgehen. Finde ich, ist sehr schön gemacht. Sieht das Ganze auf der anderen Seite mit dieser Rosette gleich ein bisschen schöner aus. Hier hinten auf der Rückseite des Hauses, direkt in der Verblendung dieser Kalksteine, sind wir durchgekommen. Die Kältemittelleitung, das Kondensat und die Steuerleitung bzw. die Stromkabel, alles ist vorhanden. Das Rohr wurde sorgsam nach oben gebogen, diese beiden Kältemittelleitungen, und oben direkt oberhalb der Verblendung werde ich jetzt einen Kabelkanal zusätzlich noch besorgen, werde den anbringen, schön weiß auf weiß, dass man das nicht so sehr sieht, und dann kommt hier oben in die Ecke die Klimaanlage, das Außengerät installiert. Hierfür gibt es zum Gerät dazu spezielle Konsolen, die werden dann an die Wand eingeschraubt und das Gerät wird dann einfach darauf gestellt und mit Entkopplungsgummimatten von der Wand weiter entkoppelt. Das Außengerät ist montiert. Wir haben die Konsole fix an der Wand befestigt und das Außengerät mit Vibrationsdämpfern hier an der Konsole festgeschraubt. Werfen wir noch kurz einen Blick auf die Anschlüsse am Außengerät. Die beiden Kühlmittelleitungen wurden angeschlossen und die Ventile wurden bis zum Anschlag aufgedreht. Da ist ein Anschlag drin, also weiter raus geht es gar nicht. Und die Stromversorgung für die komplette Klimaanlage wurde hier einfach aufgeklemmt, farbig alles markiert, L und N, und auch der Schutzleiter einfach hier am Gehäuse befestigt. Die Steuerleitung hat bei diesem Modell sogar einen richtigen Stecker, da kann man gar nichts falsch machen, wird einfach nur ineinander geklickt und anschließend hier ein bisschen im Gehäuse verpackt, und dann kommen einfach noch die Schutzabdeckung wieder drauf, so hier, und mit der Schraube befestigt. Und dann ist es soweit fertig. Was meint ihr? Da hängt sie nun, die Klimaanlage. Kabelkanal ist gezogen, das Ganze schön ordentlich eingepackt, dass es auch etwas fürs Auge ist. Was meint ihr? Gebt mir doch einfach mal euer Feedback zum Projekt, zur Klimaanlage. Welche Tipps könnt ihr mir geben? Welche Tricks habt ihr vielleicht noch auf Lager? Schreibt es mir gerne unter das Video in die Kommentarspalte. Wenn ihr wissen wollt, wie ich diese Klimaanlage anschließend mit meiner App gekoppelt habe und auch über meinen Home Assistant steuern kann, dann schaut mal oben rechts in die Ecke. Da habe ich ein weiteres Video gemacht, das verlinke ich euch da, oder schaut einfach mal unter das Video in die Beschreibung. Da findet ihr auch noch die anderen Videos zu diesem Projekt. Denn dieses Projekt geht auf jeden Fall weiter, denn ich möchte ja wissen, ob die Investition und der Einbau sich tatsächlich auch lohnen. Ob der Kellerraum dauerhaft trocknet werden kann, ob im Winter die Heizfunktion tatsächlich das bringt und vor allen Dingen auch, was das Ganze kostet, wie hoch der Stromverbrauch sein wird. Wenn euch das alles interessiert, dann abonniert auf jeden Fall meinen Kanal, um die neuen Videos nicht zu verpassen. Gebt mir das Like für dieses Video, und wenn ihr wissen wollt, was ich hier eingebaut habe, vom Kabelkanal über die Klimaanlage und auch das andere Zubehör, dann schaut auch gerne mal unter das Video in die Beschreibung. Wie immer findet ihr dort die Produktlinks als Werbelinks. Ich bekomme eine kleine Provision, ihr habt aber keine Nachteile. Win-win für uns beide, und ich bedanke mich schon mal für eure Unterstützung für meinen Kanal und sage bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.